Die Idee. Ich heiße Elif. Seit einem Jahr leben mein Mann Kerem und ich in Deutschland. Kerem hat gerade seine B1-Prüfung gemacht. Er hat so viel gelernt, so oft gezweifelt, so oft gesagt, ich schaffe das nie. Und trotzdem ist er jeden Tag dran geblieben. Als er nach der Prüfung nach Hause kam, war er blass und müde. Und? Fragte ich vorsichtig. Kerem zog seine Jacke aus und seufzte. Keine Ahnung, lesen war okay, hören schwierig, sprechen. Ich hab gezittert. Ich setzte mich zu ihm. Egal was passiert, ich bin stolz auf dich. Er lächelte kurz. Du sagst das, weil du nett bist. Nein, sagte ich, weil es stimmt. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dachte an all die Abende, an denen Kerem Vokabeln gelernt hat, während andere feiern gingen. Ich dachte, wenn er besteht, muss ich etwas Besonderes machen. Kein großes Restaurant, kein teures Geschenk, etwas Persönliches. Etwas, das zeigt, wir sind hier angekommen. Am nächsten Morgen hatte ich eine Idee, ein kleines Überraschungspicknick im Park, mit ein paar Freunden, Essen, Musik, einer Decke auf der Wiese. Nicht zu groß, aber warm und fröhlich. Ich schrieb sofort einer Freundin. Kannst du kurz telefonieren? Geheim. Dann noch eine Nachricht an Jonas und Mira aus dem Kurs. Kerem hat B1 gemacht. Wenn er besteht, will ich ihn überraschen. Seid ihr dabei? Mein Handy vibrierte sofort. Ja, natürlich. Sag Bescheid. Ich grinste. Dann hörte ich Kerem aus dem Schlafzimmer. Elif, mit wem schreibst du so früh? Ich erschrak. Mit meiner Schwester. Kerem kam in die Küche, noch im Schlafanzug, und schaute mich genau an. Du bist in letzter Zeit irgendwie geheimnisvoll. Ich lachte zu schnell. Ach was, ich bin normal. Er setzte sich und nahm einen Schluck Kaffee. Elif, verheimlichst du mir etwas? Mein Herz klopfte. Nein, also nichts Schlimmes. Kerem hob eine Augenbraue. Nichts Schlimmes? Das klingt nicht beruhigend. Ich stand auf und tat so, als müsste ich den Tisch abwischen. Du denkst zu viel. Er sah mich weiter an. Vielleicht, aber ich kenne dich. Ich dachte, oh nein, das wird schwer. Und trotzdem wusste ich will diese Überraschung. Für ihn. Für uns. Und für dieses neue Leben. Heimliche Planung. Am selben Nachmittag rief ich Mira an, als Kerem kurz im Bad war. Ich sprach leise, fast wie eine Spionin. Mira, kannst du am Samstag? Flüsterte ich. Ja, sagte sie sofort. Picknick im Park, oder? Genau, sagte ich. Aber Kerem darf nichts merken. Mira lachte. Das wird schwierig. Männer merken alles, wenn man komisch wird. Kerem merkt wirklich viel, sagte ich. Er fragt ständig. Wir machten einen Plan. Samstag, 15 Uhr, im großen Park bei dem kleinen See. Jeder bringt etwas mit. Ich kümmere mich um Deko, Decken, Kerzensachen ohne Feuer, nur LED. Jonas bringt Lautsprecher. Mira macht einen mit Kuchen. Emre bringt Getränke. Als Kerem aus dem Bad kam, legte ich sofort auf und tat so, als würde ich eine Nachricht lesen. »Mit wem warst du am Telefon?« fragte er. »Mit der Bank«, sagte ich schnell. »Wegen der App.« Kerem zog die Stirn kraus. »Wegen der App? Du klingst nervös.« »Ich bin nicht nervös«, sagte ich. »Du bist nur empfindlich, weil du auf das Ergebnis wartest.« Kerem setzte sich. »Vielleicht. Ich habe Angst.« Ich wurde weicher. »Ich weiß, aber du hast wirklich viel gemacht.« Er nickte langsam. »Wenn ich nicht bestehe, will ich niemanden sehen. Ich will nur schlafen.« Mein Herz zog sich zusammen. Was, wenn er nicht besteht? Dann passt mein Plan nicht. Ich sagte ruhig, okay, dann machen wir es so.
Wir warten erst auf das Ergebnis. Kerem schaute mich an. Und warum planst du dann jetzt schon so viel? Ich blieb kurz still. Dann sagte ich, weil ich hoffe. Darf ich nicht hoffen? Kerem lächelte schwach. Doch. Am Abend schrieb Mira, wie soll die Überraschung aussehen? Ballons, Schild? Ich schrieb, ein kleines Schild, B1 geschafft und Fotos. Kerem kam plötzlich hinter mich. Was ist das für ein Schild? Ich drehte mein Handy schnell weg. Welches Schild? Er nahm mir sanft das Handy aus der Hand. Ich erstarrte. Aber er sah nur den Startbildschirm, weil ich schnell gesperrt hatte. Elif, sagte er langsam, du machst mich verrückt. Ich nahm mein Handy zurück. Kerem, bitte, vertrau mir. Ich will dir vertrauen, sagte er, aber du bist anders. Du lächelst und versteckst dein Handy. Das macht mich unsicher. Ich setzte mich zu ihm. Ich verspreche dir, ich verheimliche nichts Böses. Nichts, was unsere Beziehung kaputt macht. Kerem atmete aus. Okay, ich versuche es. Aber ich sah es in seinem Blick. Er glaubte mir nicht ganz. Und ich wusste, wenn er noch einmal so schaut, könnte alles schiefgehen. Fast erwischt. 2 Tage später musste ich einkaufen. Teller, Becher, Servietten, Obst. Ich ging allein, weil Kerem kurz spazieren wollte. Eigentlich war das gut für mich. Aber natürlich schrieb er mir alle 10 Minuten. Kerem, wo bist du? Kerem, brauchst du Hilfe? Kerem, warum antwortest du nicht? Ich stand im Supermarkt und hatte ein Problem. In meinem Wagen lagen schon kleine Dekosachen, eine Girlande, bunte Papierservietten, ein kleines Schild. Ich wollte nicht, dass Kerem das zu Hause sieht. Ich schrieb, ich bin im Supermarkt, Handy-Akku gleich leer. Das war eine halbe Lüge. Akku war nicht leer, aber ich brauchte Ruhe. An der Kasse traf ich zufällig Jonas aus dem Kurs. Er grinste sofort. Elif, alles bereit? Ich erschrak. Psst, nicht so laut. Die Kassiererin schaute komisch. Jonas senkte die Stimme. Sorry, ich meinte, alles gut? Ich nickte schnell. Ja. Zu Hause stellte ich die Tüten ins Schlafzimmer und wollte alles in den Schrank legen. Genau in diesem Moment kam Kerem rein. Was hast du gekauft? Fragte er. Nur Essen, sagte ich. Er nahm eine Tüte und schaute rein. Obst, Wasser, Kuchenform, alles okay. Dann griff er in die zweite Tüte. Ich spürte, wie mein Herz stehen blieb. Kerem zog etwas raus. Eine Packung Servietten mit bunten Punkten. Er hielt sie hoch. Seit wann kaufen wir sowas? Ich lachte. Ich wollte einfach mal andere Servietten. Abwechslung. Kerem schaute mich an. Abwechslung. Aha. Dann fiel aus der Tüte ein kleines Schild. Kerem bückte sich und hob es auf. Es war zum Glück die Rückseite. Weiß. Was ist das? Fragte er. Ein Notizblock, sagte ich. Für den Kurs. Er drehte es fast um. Ich griff schnell danach. Danke, ich brauche das. Kerem zog die Hand zurück. Elif, du hast gerade richtig Angst bekommen. Ich stand still. Dann sagte ich leise, ja, weil du alles kontrollierst. Kerem wurde sofort ruhig. Ich kontrolliere nicht. Ich habe nur dieses Gefühl, dass du mir etwas nicht sagst. Ich atmete tief ein. Kerem, es ist gerade stressig. Bitte frag nicht so viel. Er senkte den Blick. Okay, Entschuldigung. Ich fühlte mich schuldig. Er hatte Angst, und ich machte es schlimmer. Aber ich konnte nicht sagen, es ist eine Überraschung. Noch nicht. In der Nacht lag Kerem neben mir und fragte leise, wenn ich durchfalle, bist du dann enttäuscht? Ich drehte mich zu ihm. Nein, niemals. Und in meinem Kopf sagte ich, bitte,
Universum. Lass ihn bestehen. Das Ergebnis kommt. Am Montagmorgen kam Kerem nach Hause, sein Handy in der Hand, Gesicht blass. Ich wusste sofort, er hat die E-Mail gesehen. »Elif«, sagte er. Mein Herz klopfte. »Ja?« Er setzte sich langsam. »Ich habe bestanden.« Ich hielt kurz die Luft an. Dann sprang ich auf. »Was? Wirklich?« Kerem nickte und seine Augen wurden feucht. »Ja. B1. Ich kann's nicht glauben.« Ich umarmte ihn so fest, dass er lachen musste. »Ich bin so stolz auf dich.« Kerem hielt mich fest. »Danke. Ohne dich hätte ich aufgegeben.« Ich wollte schreien. »Dann machen wir heute die Überraschung.« Aber ich musste ruhig bleiben. »Was willst du heute machen?« fragte ich. Kerem überlegte. »Ehrlich?« »Nichts. Ich will einfach atmen. Vielleicht später ein Döner.« Ich lachte. »Okay, Döner klingt gut.« Dann vibrierte mein Handy. Mira. »Er bestanden? Samstag 15 Uhr, ja?« Ich drehte das Handy weg. Kerem sah es. »Wer schreibt?« »Mira«, sagte ich schnell. »Sie gratuliert.« Kerem nickte. »Sie weiß es schon?« Ich zuckte mit den Schultern. »Im Kurs hat es sich rumgesprochen.« Kerem schaute mich an. »Komisch. Du bist heute so fröhlich.« »Natürlich bin ich fröhlich«, sagte ich zu laut. Kerem lächelte kurz, aber dann wurde er ernst. »Elif, ich muss dich was fragen.« Ich spürte sofort wieder diese Angst. »Was?« »Du hast in den letzten Tagen so viele Sachen gekauft. Servietten, Obst, Getränke. Ich habe es gesehen.« Ich schluckte. »Ja.« »Warum?« fragte er. »Hast du ein Problem? Schulden? Oder planst du irgendwas ohne mich?« Ich setzte mich neben ihn. »Kerem, ich plane nichts Schlechtes. Bitte.« »Sag mir einfach die Wahrheit«, sagte er leise. »Ich hasse dieses Gefühl.« Ich wollte sagen, Samstag im Park. Für dich. Aber es war Montag. Noch 5 Tage. Wenn ich es jetzt sage, ist die Überraschung weg. Ich nahm seine Hand. »Ich kann dir nur sagen, es ist etwas Gutes und es hat mit dir zu tun. Aber ich möchte, dass es besonders bleibt.« Kerem blinzelte. »Mit mir?« Ich nickte. »Ja.« Er sah mich lange an. Dann lächelte er plötzlich. »Du planst eine Überraschung?« Ich erstarrte. »Was?« »Elif«, sagte er und lachte leise. »Du bist so schlecht im Geheimnis.« Ich wurde rot. Nein.« Kerem hob die Hände. Okay, ich frage nicht mehr. Aber bitte, keine Angst mehr. Wenn es gut ist, dann ist es gut.« Ich atmete aus. »Danke.« Als er später duschte, schrieb ich in die Gruppe, »Er hat bestanden, aber er ahnt was. Wir müssen vorsichtig sein.« Und ich wusste, jetzt wird es erst richtig spannend. Der Parkplan und ein neues Problem. Am Dienstag traf ich mich heimlich mit Jonas im Park, um den Platz zu wählen. Wir gingen zum See, dort war eine große Wiese und ein paar Bäume, perfekt für Schatten. »Hier«, sagte Jonas, »da sieht man den Weg. Die Leute finden es leicht.« »Ja«, sagte ich, »und dort hinten ist ein Spielplatz. Gut, falls Kinder kommen.« Jonas grinste. »Du planst wie eine Chefin.« Ich lachte. »Ich muss. Kerem spürt alles.« Wir setzten uns auf eine Bank und schrieben eine Liste. Decken, Essen, Getränke, Müllbeutel, Musikbox, Karten. Jonas sagte, ich bringe auch eine Powerbank für Musik und Handy. Sehr gut, sagte ich. Und bitte keine lauten Überraschungsschreie, bevor Kerem da ist. Jonas nickte. Verstanden. Als ich nach Hause kam, stand Kerem in der Küche, Arme verschränkt. »Wo warst du?« fragte er. Ich blieb ruhig. »Spazieren. Ich musste Luft.« »Alleine?« fragte er. »Ja«, sagte ich. »Du warst am Lernen und ich wollte dich nicht stören.«
Kerem schaute weg. Ich lerne nicht mehr. Ich habe bestanden. Ich weiß, sagte ich sanft. Aber du bist immer noch im Stress. Kerem seufzte. Vielleicht. Dann klingelte es. Ein Briefträger brachte einen Umschlag. Kerem nahm ihn und las. Stadtverwaltung, Parkordnung. Ich wurde blass. Ich hatte gestern online nach Picknick im Park gesucht und auf einer Seite etwas angeklickt. Hatten Sie wirklich etwas geschickt? Ich nahm den Umschlag schnell. Was ist das? Fragte Kerem. Nur Info, sagte ich. Kerem hob eine Augenbraue. Info über was? Ich öffnete den Umschlag. Es war zum Glück nur Werbung für eine Veranstaltung im Park. Nichts Offizielles. Ich atmete aus. Kerem grinste. Du bist wirklich nervös. Sag es doch einfach. Du planst was. Ich setzte mein bestes Pokerface auf. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kerem lachte. Okay, dann spiele ich mit. Ich tue so, als merke ich nichts. Ich war erleichtert. Aber am Abend schrieb Mira: Problem, Wetterbericht sagt Regen am Samstag. Ich starrte auf die Nachricht. Regen? Ein Picknick im Park? Nein, ich rief Mira an. Was meinst du mit Regen? Starker Regen, sagte sie. Vielleicht Gewitter. Mein Bauch zog sich zusammen. Wir brauchen Plan B. In diesem Moment kam Kerem ins Wohnzimmer. Mit wem telefonierst du? Ich hielt das Handy zu. Mit Mira. Kerem lächelte. Regt sie sich wieder über irgendwas auf? Ich lachte gezwungen. Ja, über das Wetter. Kerem sah mich an. Über das Wetter? Ich nickte. Ja, wirklich. Und innerlich dachte ich, bitte, bitte, bitte. Kein Gewitter. Plan B. Café oder Pavillon. Am Mittwochmorgen wachte ich auf und schaute sofort aufs Wetter. Regenzeichen. Ich seufzte. Kerem drehte sich zu mir. Was ist los? Nichts, sagte ich. Ich habe nur schlecht geträumt. Er legte seinen Arm um mich. Elif, du bist seit Tagen angespannt. Sag mir wenigstens, es hat wirklich mit mir zu tun, oder? Ich nickte. Ja. Okay, sagte er leise. Dann vertraue ich dir. Später traf ich mich mit Mira und Jonas in einem kleinen Café. Wir mussten schnell entscheiden. Park ist riskant, sagte Mira. Wenn es regnet, ist alles kaputt. Jonas überlegte. Wir könnten einen überdachten Pavillon nehmen. Im Park gibt es einen. Aber wenn es Gewitter gibt, ist das gefährlich, sagte Mira. Ich sagte, dann vielleicht ein Café, aber ich wollte es günstig und entspannt. Mira nickte. Wir können ein kleines Café reservieren oder einen Raum im Gemeindehaus. Jonas sagte, Gemeindehaus ist gut, viele Plätze, trocken, und du kannst trotzdem Picknickstil machen. Ich überlegte. Aber dann ist es nicht Park. Kerem liebt den Park. Mira nahm meine Hand. Elif, es geht nicht um den Ort, es geht um die Idee. Ich atmete aus. Okay. Plan B, Gemeindehaus. Aber wir dekorieren wie ein Picknick. Decken auf dem Boden, Körbe, Obst. Jonas grinste. Indoor-Picknick. Ich schrieb sofort eine Nachricht an alle. Achtung, Wetter unsicher. Plan B, Gemeindehaus. Treffpunkt bleibt 15 Uhr. Bitte bestätigen. Dann vibrierte mein Handy. Kerem rief an. Elif, sagte er, wo bist du? Kurz im Café, antwortete ich. Mit wem? fragte er. Ich schluckte. Mit Mira. Kerem war still. Dann sagte er, okay, ich wollte nur sagen, ich gehe gleich zum Amt, Papierkram, B1-Zertifikat später abholen. Oh, sagte ich, viel Erfolg. Kerem lachte. Ich habe bestanden, aber jetzt kommt Deutschland Teil 2, Papier. Ich lachte mit. Genau. Als ich auflegte, sagte Mira, er fragt viel, oder? Ja, seufzte ich. Er ist nicht eifersüchtig. Er ist nur unsicher. Jonas nickte. Dann ist deine Überraschung perfekt.
Sie zeigt ihm, er ist nicht allein. Auf dem Heimweg hatte ich trotzdem Angst. Was, wenn Kerem am Samstag plötzlich sagt, ich will nicht raus? Was, wenn er müde ist? Oder wenn er plötzlich ins Gemeindehaus kommt, bevor alle da sind? Zu Hause stand Kerem in der Küche. Elif, eine letzte Frage. Ich erstarrte. Ja? Er sah mich ernst an. Du versprichst mir, dass du dich nicht kaputt machst, nur weil du alles perfekt willst. Ich schluckte. Ich verspreche es. Er lächelte. Gut, dann kann kommen, was will. Und ich dachte, hoffentlich nicht Regen. Fast verraten. Am Donnerstag begann das Chaos. Nicht draußen, sondern bei mir zu Hause. Ich wollte heimlich die Deko vorbereiten. Girlande, LED-Lichter, ein kleines Schild, B1 geschafft. Fotos aus dem Kurs. Ich packte alles in eine große Tasche. Kerem kam ins Wohnzimmer. Was ist das für eine Tasche? Ich hielt die Luft an. Alte Sachen. Für Spenden. Kerem nickte langsam. Spenden, aha. Er ging in die Küche. Ich dachte, okay, er hat's geglaubt. Dann hörte ich seine Stimme. Elif, komm mal kurz. Ich ging hin. Kerem hielt mein Handy in der Hand. Dein Handy lag offen auf dem Tisch. Mein Herz rutschte in den Bauch. Und? Es ist eine Nachricht von Jonas, sagte er und las. Gemeindehaus ist reserviert. Ich erstarrte. Mein Mund war trocken. Kerem schaute hoch. Gemeindehaus? Was reserviert? Ich spürte, wie meine Augen heiß wurden. Ich hatte 2 Sekunden. Nur 2. Ich sagte schnell, für einen Kursabend. Frau Brandt hat gefragt, ob wir einen Raum für Übung reservieren können. Kerem runzelte die Stirn. Für Übung? Ich nickte. Ja, sprechen. B1. Du weißt. Kerem schwieg. Dann gab er mir das Handy zurück. Okay. Ich merkte, er glaubte es nicht ganz, aber er ließ es. Vielleicht, weil er müde war. Am Abend saßen wir zusammen auf dem Sofa. Kerem sagte plötzlich, ich habe eine Idee. Welche? Fragte ich vorsichtig. Wir könnten Samstag einen Ausflug machen, sagte er. Nur wir 2. Park, Café, Spaziergang. Mein Herz stoppte. Samstag? Park? Das war genau mein Plan, aber mit Freunden und Überraschung. Oh, sagte ich langsam. Samstag. Kerem schaute mich an. Du hast schon was vor. Ich lächelte gezwungen. Vielleicht. Ich weiß noch nicht. Kerem seufzte. Elif, bitte. Wenn du was planst, sag es. Ich nahm seine Hand. Kerem, ich sage dir am Samstag alles. Versprochen. Er sah mich lange an. Dann sagte er leise, okay, aber ich hoffe, es ist nichts, was mich verletzt. Das traf mich. Nein, sagte ich sofort. Nie. In der Nacht schrieb ich in die Gruppe, er hat fast alles gesehen. Bitte keine Nachrichten mehr, wenn er in der Nähe ist. Und Samstag pünktlich. Mira schrieb, ich komme extra früh. Jonas, ich auch. Ich legte das Handy weg und flüsterte, bitte, lass es klappen. Der Tag davor, Freitag. Ich war den ganzen Tag nervös. Ich putzte zu viel, ich kochte zu viel, ich dachte zu viel. Kerem merkte es natürlich. Elif, sagte er am Abend, du läufst wie ein Roboter. Ich lachte kurz. Ich bin nur müde. Kerem setzte sich an den Tisch. Komm, wir reden. Ich setzte mich. Meine Hände waren kalt. Ich weiß, du willst etwas Gutes, sagte er. Aber in den letzten Tagen hatte ich manchmal das Gefühl, du bist weit weg. Ich schluckte. Ich wollte dich nur überraschen. Kerem nickte. Ich dachte mir das, aber ich hatte auch Angst, dass du etwas vor mir versteckst, weil du mir nicht vertraust. Nein, sagte ich schnell. Ich vertraue dir. Ich hatte nur Angst, dass ich es kaputt mache, wenn ich es zu früh sage.
Kerem lächelte schwach. »Du machst dir so viel Druck.« Ich sah ihn an. »Du hast B1 gemacht. Du hast so viel geschafft. Ich wollte dir zeigen, wie stolz ich bin.« Kerem atmete tief aus. »Dann ist es gut, egal wie es wird.« Ich spürte, wie die Spannung ein bisschen wegging. Wir tranken Tee. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte ich mich ruhig. Dann fragte Kerem, »Muss ich morgen was Besonderes anziehen?« Ich lachte. »Nein, ganz normal.« Er grinste. »Schade, ich wollte im Anzug kommen.« Ich stieß ihn leicht an. »Bitte nicht.« Kerem stand auf und umarmte mich. »Ich bin froh, dass du da bist.« Ich schluckte. »Ich auch.« Als Kerem schlafen ging, packte ich die letzte Tasche. Teller, Becher, Deko, Schild, Fotos. Ich schrieb einen Zettel für mich. Alles mitnehmen. Nicht vergessen. Powerbank, Müllbeutel, Kerzen, LED. Dann setzte ich mich kurz ans Fenster. Ich dachte, morgen ist der Tag. Und ich hoffte, bitte keine neuen Probleme. Der Morgen der Überraschung, Samstag. Ich wachte früh auf, obwohl ich kaum geschlafen hatte. Kerem schlief noch. Ich schlich in die Küche und schrieb Mira. »Ich bin wach. Treffen 14:30 Uhr am Gemeindehaus.« Mira. »Wir sind dabei.« Ich machte Frühstück. Kerem kam verschlafen rein. »Guten Morgen.« »Guten Morgen«, sagte ich und versuchte normal zu klingen. Kerem schaute mich an. »Du bist heute sehr freundlich.« »Ich bin immer freundlich«, sagte ich und lachte zu laut. Kerem grinste. Okay. Gegen Mittag sagte ich, »Kerem, ich muss kurz raus, etwas erledigen.« Er hob eine Augenbraue. »Etwas erledigen?« »Ja«, sagte ich. »Nur kurz.« Kerem zog seine Jacke an. »Ich komme mit.« Panik. »Nein«, sagte ich zu schnell. Dann ruhiger. »Ich meine, es ist eine Überraschung. Du darfst nicht.« Kerem lachte. »Aha, also doch.« Ich atmete aus. »Bitte, bleib hier. Ruh dich aus. Ich bin gleich wieder da.« Kerem nickte. »Okay, aber ich bin neugierig.« Ich rannte zum Gemeindehaus. Jonas und Mira waren schon da, mit Taschen und Decken. Ahmed brachte Kuchen, Jana brachte Obst, Emre Getränke. Alle halfen. »Schnell«, sagte Jonas. »Wir haben eine Stunde.« Wir dekorierten, Girlande, LED-Lichter, Decken auf dem Boden, ein großes Schild. Kerem, B1 geschafft. Ich stellte die Fotos auf. Kerem im Kurs, Kerem mit Büchern, Kerem beim Lernen. Mira schaute mich an. »Das ist so süß.« Ich schluckte. Er hat es verdient. Plötzlich vibrierte mein Handy. Kerem. »Wo bist du?« Ich schrieb. »Bin gleich da. Bitte warte.« Dann, »Ich komme kurz raus. Ich will frische Luft.« Mein Herz raste. Wenn er jetzt kommt, ist alles vorbei. »Mira«, flüsterte ich, »er kommt vielleicht.« Mira rannte zur Tür und schaute raus. »Noch nicht.« Jonas sagte, »Wir brauchen einen Plan. Du holst ihn ab. Wir sind leise und warten.« Ich nickte. Ich atmete tief. Dann ging ich nach Hause, so ruhig wie möglich. Kerem stand schon im Flur. »Du bist spät.« Ich lächelte. »Tut mir leid, komm, ich will dir was zeigen.« Er schaute mich misstrauisch an. »Wo gehen wir hin?« »Nur kurz«, sagte ich. »Vertrau mir.« Kerem seufzte. »Okay.« Und während wir liefen, hörte ich mein Herz so laut, als wäre es Musik. Die Überraschung. Wir gingen Richtung Park, aber kurz davor bog ich zum Gemeindehaus ab. Kerem merkte es sofort. »Gemeindehaus?« fragte er. »Warum gehen wir hierher?« Ich lächelte nervös. »Weil es heute regnen könnte.« Kerem stoppte. »Elif, was ist hier?« Ich nahm seine Hand. »Bitte, nur noch 2 Schritte.« Wir standen vor der Tür. Drinnen war es still. Zu still. Kerem schaute mich an. »Ich hasse Spannung.« Ich flüsterte, »Dann atme.« Ich öffnete die Tür.
Überraschung, riefen alle. Lichter gingen an. Musik leise, Ballons, Decken, Essen. Und das Schild: Kerem B1 geschafft. Kerem stand wie eingefroren. Er schaute von Gesicht zu Gesicht, dann zu mir. »Was?« flüsterte er. Ich trat vor ihn. »Für dich. Weil du es geschafft hast. Weil ich so stolz bin.« Kerems Augen wurden feucht. »Du hast das alles organisiert?« Ich nickte. »Ja. Und es war schwer, es geheim zu halten, weil du immer gefragt hast.« Ahmed lachte. Er hat richtig gespürt, dass was kommt. Kerem lachte kurz, aber dann schluckte er. Ich dachte kurz, du bist komisch, weil du mich nicht mehr liebst. Mein Herz tat weh. Ich nahm sein Gesicht in meine Hände. Nein, ich war nur nervös, weil ich es gut machen wollte. Kerem umarmte mich fest. Danke. Die Leute klatschten. Mira stellte Kuchen hin. Jonas sagte, Kerem, kurze Rede. 2 Sätze, B1-Style. Alle lachten. Kerem wischte sich über die Augen und sagte etwas zittrig, aber klar, ich bin sehr dankbar und ich bin stolz, dass ich nicht aufgegeben habe. Alle klatschten nochmal. Jana sagte, perfekt. Wir aßen, redeten, lachten. Kerem war plötzlich leicht. Er erzählte Witze, fragte nach dem Kuchen, machte Fotos. Später, als es ruhiger wurde, setzte Kerem sich neben mich auf eine Decke. Jetzt verstehe ich alles, sagte er leise. Du hast nicht gelogen. Du hast nur geliebt. Ich lächelte. Ja. Kerem nahm meine Hand. Nächstes Mal sagst du mir früher, dass es etwas Gutes ist. Ich nickte. Deal. Als wir abends nach Hause gingen, war ich müde, aber glücklich. Kerem drückte meine Hand und sagte, dieser Tag war besser als jedes Zertifikat. Und ich dachte, manchmal ist die größte Prüfung nicht B1, sondern Vertrauen.